Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute bei unserem nächsten Dreh. Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes. Und zwar ein Horch 854 Spezialroadster vom Baujahr 1939. Diese Autos waren die absolute Oberklasse der 30er Jahre. Da gab es eigentlich nur noch Mercedes, Maybach oder Horch. Also wir haben heute die Probefahrt gewagt, trotz dieses etwas komischen Wetters. Es beginnt immer wieder ein bisschen zu schneien, es ist ziemlich kalt. Aber ein Horch Spezialroadster können wir euch nicht jeden Tag zeigen. Und der Wagen ist so einmalig, der läuft jetzt richtig toll. Der war lange, lange Jahre in der Restaurierung. Das Auto ist ja gebaut worden 1939. Die Autos sind überhaupt nur 3 Jahre gebaut worden. Und vom Horch Spezialroadster gibt es nur 7 Stück. Und als dieses Auto, also der Wagen hat Matching Numbers, aber die Karosserie war in einem dermaßen schlechten Zustand, dass sie überhaupt nicht mehr zu verwenden war. Und der Eigentümer, den wir schon über 30 Jahre kennen, das ist also wirklich ein wahnsinniger Ingenieur, das ist ein Alleskönner, das ist jemand, der eine Materialkenntnis hat, wie ich keinen zweiten kenne. Der hat dann gesagt, so, er hatte einen originalen 855 Spezialroadster, das ist mit einer der teuersten Boulevardklassiker überhaupt, die es gab aus den 30er Jahren. Hat er gesagt, dann, wenn diese Karosse zu dem Wagen sowieso nicht mehr zu verwenden ist, dann machen wir halt eine vom Spezialroadster. Hätte ich einen Spezialroadster daneben stehen, der normalerweise diese ganzen Teile, die es hier gibt, die ganzen Kotflügel, der ganze Chrom, alles was an diesem Auto ist, die Teile gibt es überhaupt nicht mehr. Und wenn ihr kein Original daneben habt und ihr entsprechende Pläne noch dazu, könnt ihr so einen Wagen überhaupt nicht mehr rekonstruieren. Ihr bekommt so eine Karosse überhaupt nicht mehr hin. Und das ist ihm dermaßen fantastisch gelungen. Also ich habe den originalen Wagen von ihm schon verkauft. Ein einmaliges Auto, was mehrere Millionen Euro heute wert ist, damals auch schon gebracht hat. So, und hier haben wir eigentlich das exakt identische Auto als Horch 854 mit Spezialroadster-Karosserie. Das ist die Arbeit von mehreren alten Meistern, die das vor über 60 Jahren gelernt haben, das Handwerk. Zum Glück gab es die Leute noch, als dieser Wagen restauriert wurde. Die sind mittlerweile in Pension, die machen das nicht mehr. Das heißt, so einen Wagen so nochmal herzustellen, ist faktisch nicht mehr möglich. So, man merkt an dem Auto, dass wir hier 2,8 Tonnen bewegen plus unser Gewicht. Das heißt, wir sind hier gerade mit 3 Tonnen unterwegs. Der Wagen leistet 120 PS, hat eine 8-Zylinder-Reihenmaschine. Jetzt in meinem 4. Gang, hat übrigens hier auch ein Schnellganggetriebe, ganz interessant. Das brauchen wir noch nicht, der ist jetzt richtig eingestellt. Also wie gesagt nochmal, 8-Zylinder-Reihenmotor mit 5 Litern Hubraum, leistet der Wagen ungefähr 120 PS. Und wenn es gut geradeaus ging, hat man damit 140 Stundenkilometer erreicht. Aber man hat etwas dermaßen Exklusives, das ist einmalig. Also wir werden euch nachher mal die ganze Form von diesem Wagen zeigen. Das ist für meine Begriffe eine der schönsten Linien überhaupt, die es in den 30er Jahren gab, die man damals entwickelt hat. Also ihr seht ja schon, dass ich hier ziemlich arbeite mit der Lenkung. 3 Tonnen merkt man einfach. So ein Auto ist mit einer elektrischen Lenkung zu bestücken, dann ist das Auto sehr leicht zu lenken. Das würde ich hier vielleicht sogar empfehlen. Original ist es nicht, aber schaut euch da mal hier wirklich den Luxus der 30er Jahre an. Dieses wahnsinnige Holz, wie toll man das auch wieder aufgearbeitet hat. Diese tollen originalen Horch-Instrumente, die sind natürlich überarbeitet, das heißt neu geschaffen worden, aber das Original diente ja als Vorlage. Und die Qualität dieses Autos, ich würde mal sagen, die ist hier heute besser als damals, als die Autos gebaut wurden. Das ist einfach sensationell, welche handwerkliche Kunst hier Einzug gefunden hat. Es ist ein Genuss, einen so schweren Wagen zu bewegen. Man fühlt sich wie in die 30er Jahre versetzt. Also die Leute, die sich so ein Auto seinerzeit leisten konnten, die waren ganz, ganz vorne, waren ja meistens Ufer- bzw. Filmstars, Hollywood-Stars. Und ihr könnt euch das ja vorstellen, es sind nur 7 Stück gebaut worden. Also schon wenn man einen normalen Horch 853 sich damals bestellt hat,
hat das Auto 15.000 Reichsmark gekostet. Dafür konnte man sich damals ein Haus kaufen zu der Zeit. Und dieser hier, wovon wie gesagt 7 nur gebaut wurden, hat gekostet 22.000 Reichsmark. Ist eine unendliche Summe. Also wer sich das damals leisten konnte, war wirklich ein vermögender Mann. Ja, also man merkt, dass die Beschleunigung ist nicht übermäßig, aber der Motor, der fährt wunderschön. Seidenweicher, ruhiger Lauf, das schaltet sich auch gut hier. Auto ist angenehm zu fahren, aber man merkt wirklich dieses gewaltige Gewicht von dem Wagen. Auch was auf der Vorderachse liegt, das ist ein 8-Zylinder-Motor. Ich würde mal sagen, der wiegt gut und gerne 500 Kilo, also eine halbe Tonne allein die Maschine. Und das spürt man natürlich. Also wie gesagt, ich weiß es von vielen Oldtimer-Freunden, von guten Kunden, die wir kennen, die sich haben elektrische Lenkungen in so schwere Vorkriegsautos bauen lassen. Das ist natürlich teilweise sehr, sehr hilfreich. Also wenn man mit dem Auto eine Parklücke sucht oder in der Innenstadt sich bewegt, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Also technisch ist der Wagen ja auch komplett revidiert. Man merkt, dass das alles neu ist. Die Bremsen funktionieren super. Wenngleich man kräftig zutreten muss. Also es ist ein Auto, was hier es sind nicht 4 Scheibenbremsen, das sind Trommelbremsen, wie es die seinerzeit gab. Und man muss schon hier auch vorsichtig einen Berg runterfahren. Ich brauche auch noch einen kleinen Moment, bis ich das Gefühl für diesen gewaltigen Wagen gefunden habe. Aber es ist ein erhebendes Gefühl, den zu fahren, das kann ich euch sagen. Also so viel Chrom, edelste Hölzer verarbeitet, überall Leder. Man darf ja nicht ganz vergessen, der Wagen hatte zu der Zeit noch in den 30er Jahren Holzrahmen. Das heißt, die Karosserie, die Kotflügel, der gesamte Aufbau ist auf diesen Holzrahmen dann drauf gearbeitet worden. Das war eine unglaublich schwierige Arbeit, diese schönen Formen da hineinzutreiben. Und wichtig ist, ihr braucht immer einen gesunden Holzrahmen. Wenn die 50, 60 Jahre alt sind, sind die oft kaputt. Dieser ist ganz neu, das Auto ist erst vor ein paar Jahren restauriert worden. Dementsprechend in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. So, mal gucken, ob wir die 3 Tonnen den Berg hochbekommen. Doch, er macht das. Aber man spürt, welches Gewicht er schiebt. Jetzt haben wir ein großes Glück, dass mal die Sonne scheint. Wir haben ja die letzten Stunden nur Regen und Schnee gehabt, ein furchtbares Wetter. Aber es ist wieder trocken und unser Horch schiebt sich jetzt mit uns auf über 850 Meter Meereshöhe. Da haben wir diesen wunderschönen Filmplatz. Kraftstoff ist da, Öldruck ist voll da. Temperaturanzeige ist noch relativ tief. Aber es ist auch kalt heute, also warm werden kann er nicht. Ist das ein Schaf oder ein Hund? Das sind 2 Hunde. 2 Hunde, ja. Alles klar. Hoffentlich, dass die sich nicht erschrecken. Doch, die haben sich erschrocken ein bisschen. Ja, so einen Horch sehen sie auch nicht jeden Tag. Kommen die hinterher? Nee. Da sind wir dann doch noch schneller. Ja gut, das ist im Moment eine ganz schöne Steigung, aber der Horch schafft das. Fahren tut er wirklich schön, der Wagen. Man merkt, dass alles neu ist. Ich bin da schon einige Horch 853 oder Horch 850 gefahren. Es ist alles neu bei dem Wagen, alles tipptopp. Das ist ein Auto, da könnt ihr euch reinsetzen und losfahren. Ja, herzlich willkommen bei Cargold, heute zu unserem neuen Dreh hier direkt an den Alpen. Bei so einer fast Winterwitterung wieder mal. Beim Winterwetter haben wir heute ein gigantisches Auto euch zu zeigen. Das ist ein Horch 854 Spezialroadster aus dem Baujahr 1939. Das ist das Exklusivste und das Beste, was Deutschland in den 30er Jahren gebaut hat. Es gab eigentlich nur noch als Pendant den Mercedes 540 Spezialroadster, der ist damit absolut vergleichbar. Schaut euch mal diese Form an, der Wagen ist 5,40 Meter lang. Das ist so viel wie ein Mercedes 600 seinerzeit hatte an Länge und hat eine dermaßen elegante Form. Ich glaube, das kann man wirklich kaum toppen. Also schaut euch mal dieses irre gestaltete Heck an. Mit dem eingelegten großen Reserverad mit Chromspeichenfelgen. Hier Horch, August Horch hat er diese tolle Marke gegründet, 1904. Das ist das Horch-Logo hier vorne. Dann wie irre schön, dass dieses Nummernschild hinten da drauf liegt, auf dieser Reserveradmulde. Dann diese wahnsinnigen Stoßstangen, die einmalig sind. Also ich kenne bei keinem anderen Automobil so wahnsinnig schöne, elegante Stoßstangen wie bei diesem Auto. Dann kommt dazu
dass der Wagen nicht nur dieses irre elegante Heck hat, man kann übrigens ganz interessant, wer es nicht weiß, das hier sind Trittbretter. Wenn man da drauf gestiegen ist, da konnte man hier hinten, jetzt habe ich aber dummerweise den Schlüssel nicht, der liegt vorne drin, den Schwiegermuttersitz öffnen. Haben wir jetzt vergessen, Moment. Hier. Weil das ist wirklich eine Besonderheit. Wenn man also eine dritte Person mitnehmen wollte, dann war das möglich. Schaut diesen langen Schlüssel hier an. Nee, brecht den nicht ab. Jetzt haben wir offen. Unser Kameramann Paul hat das geschafft. Schaut euch das mal an. Eine absolute Besonderheit gab es auch bei Mercedes 230V. Hier ist der Schwiegermuttersitz. Das heißt, da konnte eine Person wirklich Platz nehmen. Der durfte natürlich nicht ganz so groß sein. Und er saß ziemlich im Wind. Aber eigentlich ist das ein Zweisitzer-Roadster. Das könnt ihr an dieser flachen Form sehen. Auch an diesen toll gestalteten... Warte mal, da muss man da drücken. Oder hier. So geht es wieder zu. Habt ihr diesen Mechanismus gerade gesehen? Man macht Klack und so lässt sich das wieder schließen. Und dann wird es mit dem Schwiegermutterschlüssel abgeschlossen, dass da keiner mal rankommt. Alles aus dickem Chrom. Schaut euch das mal an, was das eine wahnsinnige Arbeit war, so einen Wagen überhaupt zu bauen. Und dann noch so ein hervorragendes Design daraus zu machen. Diese langen Kotflügel, also ich finde, das ist einer der schönsten 30er Jahre Fahrzeuge, die es überhaupt gibt, die überhaupt gebaut wurden. Also diese eleganten Linien sind einmalig. Ich finde den Mercedes 540 Spezialroadster ein bisschen überladen, ehrlich gesagt. Der hier ist auch heftig, aber ist einfach wunderschön. Übrigens hier vorne in dem großen, gewaltigen Kühler Auto Union, hieß ja ab 1932 Auto Union, die 4 Ringe, Wanderer Horch, naja und so weiter. Wie hießen die noch? Was war noch? Wanderer Horch, Audi, und habe ich jetzt... Genau, DKW, richtig, DKW, genau. Das waren die 4, die sind durch die Wirtschaftskrise dann zusammengerückt und die Autos sind ja dann nur gebaut worden von 1937 bis 1940. Dann musste man die Pkw-Produktion anhand des Beginn des Zweiten Weltkrieges einstellen. Das heißt, diese Autos hier, wie hier steht, der ist nur 3 Jahre lang gebaut worden, dann war Schluss damit und danach gab es dann praktisch Horch gar nicht mehr nach dem Krieg. Aber schaut euch mal auch diese gewaltige Front an von dem Auto. Also diese dicken Chromleisten, das musste ja alles angefertigt werden. Sowas könnt ihr heute nirgends kaufen, auch solche Stoßstangen her. Die kriegt ihr nirgends, da gibt es keine Teile mehr, überhaupt nichts mehr. Und wenn ihr da nicht die richtigen Mechaniker habt, die das alte Handwerk noch verstehen, sowas überhaupt zu bauen, ist es chancenlos, so einen Wagen nochmal zu bauen oder zu erhalten. Schaut euch mal die originalen Lampen an, so gehört das. Die großen Horchlampen, also es ist wirklich wahnsinnig schön alles designt, wahnsinnig schön gemacht. Und ich sage mal, also wenn es eine Zustand 1 gibt, perfekt, dann ist das hier unser Horch 854. So, was noch dazu kommt, gibt ja manche Autos, die haben tolle Formen und sehen wunderschön aus, bloß die Farbe passt nicht richtig. Ich finde übrigens auch, diese Farbe ist unglaublich gut getroffen. Dieses zweifarbige, innen dunkelgrünes Leder mit Piping Black, also mit schwarzer Linie außenrum, dann außen unterhalb schwarz und oben ist er grün Metallic. Das ist so ein ganz feines, dezentes dunkelgrün Metallic. Also ist für mich einer der schönsten Automobile, die ich jemals referiert habe hier für euch vor der Kamera. Guckt euch mal diese Linie an in der Landschaft. Also ich denke, es gibt nichts Schöneres. Also das ist wirklich was für eine Sammlung oder für ein Museum. Oder wer sich das leisten kann, sage ich mal, so ein Auto auch wirklich zu fahren, damit Ausfahrten zu machen, das ist natürlich fantastisch. Also damit ist man sicherlich das Highlight auf jeder Veranstaltung. Schaut euch das mal an hier. Das sind die Lampen. Die Ausleuchtungen für Grundstücke, für Häuser, für Hausnummern. Dann diese tollen Chromrahmen, wie die Fenster hier eingefasst sind. Das ist ja ein bisschen flugzeugähnlich. Aber hier ist jedes Detail, hier die geschwungenen Fensterchen, die sind nicht etwa gerade, die sind leicht gebogen. Dann diese schönen, netten kleinen Scheibenwischer verchromt. Dann hier dieser tolle Griff, auch toll designt. Schaut euch das mal an, Art Deco, wie toll das alles gemacht ist. Also bei diesem Auto, je näher man guckt, umso schöner sind diese Details. Und die sind nicht nur toll vom Design, sondern die sind auch hervorragend gearbeitet. Man kann das nicht besser machen. Ich öffne euch mal kurz die Tür. Schaut euch das mal an, wie toll das alles gearbeitet ist. Also von einer Güte, die ist nicht zu übertreffen. Das geht nicht. Und ich weiß, die Herrschaften, die an diesem Auto gearbeitet haben, die machen das heute nicht mehr. Ihr wisst ja auch, dass der einen neuen Holzrahmen hat. Der ist auch substanziell guter Wagen. Also es wird keinen mehr geben, der euch so ein Auto heute so präsentiert, wo ihr sowas so kaufen könnt. Das ist auf der Welt
ziemlich einzigartig. Jetzt schauen wir mal ganz kurz hier auf die tolle 8-Zylinder-Maschine. Ich mache ihn mal auf. Ich ziehe mal kurz die Hebel zur Haubenverriegelung. Dann könnt ihr mal schauen, wie so ein 8-Zylinder-Reihenmotor aussieht. So. Ein Riesenvergaser. Da vorne der Schriftzug von August Horch auf dem 8-Zylinder-Block. Laufen tut der Motor hervorragend, das haben wir eben gerade gemerkt. Ich schätze mal, dass der Motor ungefähr 400 bis 500 Kilo schwer ist. Ein gewaltiges Ding. Hier ist das Original-Typenschild. Auto Union AG Chemnitz, Fahrzeugmarke Horch. Wie gesagt, es gab ja diese 4 Marken, die sich in den Ringen vorne der Auto Union wiederfinden. Die haben übrigens die ganzen Rennen Ende der 30er Jahre gemacht und haben damit mit den 6-Zylinder-Sportwagen, Rennwagen der Auto Union ja auch richtig Siege eingefahren. Und da ist dieser Horch das Flaggschiff der Marke Horch gewesen. Ja, das war das Oberklasse-Auto der 30er Jahre. Vergleichbar mit einem heutigen Maybach oder mit einem ganz großen Mercedes, aber dann nochmal einen oben drauf. Das ist wie gesagt ein Spezialroadster, das ist kein normaler Horch 853, der schon was ganz Außergewöhnliches war. Öffne ich nochmal die andere Haube auch. Dann könnt ihr euch beides mal anschauen, muss man sehr, sehr vorsichtig alles machen. Das wiegt, hat wirklich sein Gewicht. Schaut euch die Maschine an, das ist alles neu. Ist alles voll restauriert, alles in einem wirklich perfekten Zustand. Der Wagen ist auch eingefahren, der ist lange Zeit Probe gefahren worden, ist alles in Ordnung. Steht jetzt bei uns in Beuerberg, ist bei uns auch käuflich zu erwerben. Dass so ein Auto im 7-stelligen Bereich liegt, das ist glaube ich klar. Das kostet ja, die Herstellung kostet ja schon einen 7-stelligen Bereich. Und ich glaube, dass man weltweit so ein Auto nirgends mehr zum Kauf angeboten bekommt. Er ist einfach wunderschön und ja, schade, dass heute sowas nicht mehr gebaut wird. Man müsste sich einmal überlegen, moderne Technik in sowas reinzubauen und dann mit so einer tollen Form, mit diesem schönen Chrom, mit diesen wunderschönen, tollen Linien hier zu bewegen. Wäre wahrscheinlich möglich und wahrscheinlich gibt es dafür auch genügend Käufer. Aber ich wage nicht mir zu überlegen, was sowas kosten wird. Das weiß ich nicht. Aber es ist einfach eine Form, die ist einmalig. Diese schönen freistehenden Lampen, ist ja dann später alles wegen der Aerodynamik alles eingearbeitet worden in Kotflügel. Schaut euch mal das hier an, also wie toll das alles gemacht ist. Also auch diese wahnsinnig großen Stoßstangen, die Linienführung, wie die aussehen. Die sind nicht einfach vorne nur rund und plump, sondern zulaufende Spitze hier. Da ist eine kleine Kante rein, hier ist eine etwas schärfere Kante hinten und wie das alles en Detail gearbeitet ist. Also da haben sich Designer wirklich Mühe gegeben. Und das, was dabei rausgekommen ist, kann sich wirklich sehen lassen. Das ist einmalig. Das ist wirklich einmalig. Gibt es jetzt in Beuerberg das Auto? Wir machen uns jetzt gleich auf dem Heimweg. Das Wetter ist uns gnädig gewesen. Also es ist ein wahnsinniges Erlebnis, so ein Auto zu fahren. Und ich glaube, es ist mit das Schönste auf 4 Rädern, was fährt. Es ging hier bei dem Wagen nicht um Gewichtsersparnis, das steht mal fest, sondern um Schönheit, Funktionalität. Und dass es auch wirklich gut und nachhaltig lange funktioniert hat. Und ich glaube, dass man das sagen kann, das ist den Leuten gelungen. Ja, schau mal hier, man erinnert sich ja wirklich an die 30er Jahre, als die Autobahn München-Salzburg gebaut wurde. Das ist ja genau in dieser Gegend hier. Man sieht, dass die Wiesen jetzt bei uns grün werden, da kommt der Frühling. Aber wenn man in die Berge schaut, alles weiß, voll mit Schnee. Es hat die ganzen letzten 10 Tage hier geschneit. Und jetzt können wir hier mit diesem tollen Horch 854 fahren. Ist ein besonderes Erlebnis und dadurch, dass heute wenig los ist, fühlt man sich wirklich in die Zeit der 30er Jahre hineinversetzt. Da gab es ja auch nur ganz, ganz wenig Verkehr. Die Gegend war damals auch so schön, wie sie heute ist. Und wir haben ja im Moment durch die besondere Gesundheitssituation weniger Verkehr, was uns natürlich bei solchen Probefahrten freut. Es macht Spaß. Und ich kann euch sagen, ich kann das echt genießen. Also es ist wieder ein absolutes Highlight, hier in so einem Horch Spezialroadster zu fahren. Einer der schönsten Fahrzeuge, eine der schönsten Fahrzeugformen, die jemals gebaut wurden. Also es gibt ja nur ganz, ganz wenige epochale Autos, aber ein Horch Spezialroadster gehört mit Sicherheit dazu. Der ist jetzt bei uns, wie gesagt, in Beuerberg am Simssee zu bestaunen.
Wer wirklich Interesse hat, macht einen Termin, kommt bei uns vorbei. Er kann auch gerne Probe fahren und dann sprechen wir über den Preis. Ich kann euch sagen, dass der Wagen auch wirtschaftlich sehr, sehr interessant ist. Es gibt so gut wie keine dieser Fahrzeuge auf der Welt. Das ist eine Einzigartigkeit. Und in den heutigen Zeiten eine gute Geldanlage zu haben, glaube ich, wird immer wichtiger. Denn die Hunderten von Milliarden, die alleine Deutschland jetzt an Schulden zusätzlich aufgenommen hat, die müsste ja irgendwo wieder herkommen. Und da wird es dem einen oder anderen bestimmt ganz gut in die Sache passen zu sagen, da stecke ich ein bisschen Geld in einen tollen Wagen, der steht bei mir in der Garage. Wenn ich die Garage 2 Jahre später aufmache, steht er immer noch da. Also laufen tut er sehr, sehr schön, der Wagen. Man merkt, dass der technisch hervorragend gemacht ist. Die Lenkung ist neu, das hat kein Spiel. Das fasst sich alles gut an. Alles perfekt. Da kann man sich reinsetzen, losfahren. Und man kommt garantiert auch gut an. Vorne auf der Haube am Ende thront das Horch-Logo. Ich glaube, es ist eine Haube, die ist wahrscheinlich gut und gerne 2 Meter lang. Aber was man da so vor sich herfährt, ist gewaltig. Tolles Auto. Tolles Auto. Hätte ich ja nie gedacht, dass ich sowas mal fahren kann. Sicherlich einer meiner Highlights meiner automobilen Geschichte, einen Horch Spezialroadster zu fahren. Sensationeller Wagen. Aber man braucht Muskelkraft. Also das ist ein Auto, wenn man es hart beseitigt oder gebaut ist, man muss richtig in die Bremsen treten. Die Lenkung, man merkt, was man da vor sich in der Hand hat, was man vor sich her schiebt. Am 4. Gang, da läuft er ganz seidenweich. Merkst du das? Ganz seidig. Macht mir richtig Spaß. Macht mir echt Spaß, mit dem Auto zu fahren. Toll. Eine ganz tolle Erfahrung ist das. Ach, herrlich. Ich glaube, in den 30er Jahren sind die tollsten Automobile der Zeitgeschichte gebaut worden. Wenn man sich diese Linien anguckt und dieses Design, diese Form, das hat es danach nie wieder gegeben. Vor uns ist jetzt der Simsee. Hier geht es schön bergab. Die Steigung haben wir alle hinter uns. Also laufen tut er wirklich prima. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl, das Auto kann man gut fahren. Man kommt gut an mit dem Wagen. Es ist ja eine relativ einfache Technik. Als zum Fahren ist er gut. Das Auto war ja sehr, sehr erfolgreich. Auch dieser Motor ist ja sehr lange gebaut worden. Übrigens hat August Horch schon seit dem Jahr 1927 8-Zylinder-Motoren gebaut. Als einzige Firma, da hat Mercedes noch 6 Zylinder und alles Mögliche gebaut. Da hat sich Horch nur noch auf 8 Zylinder auf die Oberklasse festgelegt. Und das hat er sehr, sehr erfolgreich gemacht. Einer der Highlights, der deutschen Highlights überhaupt der Automobilgeschichte. In einem wahnsinnig guten Zustand. Das Auto ist jetzt vielleicht 400-500 Kilometer gefahren, er ist gerade eingefahren. Das ist alles gecheckt, das ist alles in Ordnung an dem Wagen, der läuft gut. Mir ist nichts aufgefallen, was ich jetzt bemängeln könnte. So, jetzt sind wir wieder im Beuerberg. Da vorne ist unser schönes Zuhause für die vielen, vielen Autos. Da passen ja circa 70 Oldtimer rein. Die haben wir auch da im Moment. Vom Bentley über einen Mercedes SSK bis hin zu Porsches, diversen Porsches, tolle Sachen. Ja, das hat mir wieder viel Spaß gemacht, euch mit dabei zu haben. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Gefühl bekommen, was eine Horch Spezialroadster eigentlich bedeutet, was das für ein tolles Auto ist. Ich freue mich, mit euch den nächsten Film zu machen, die nächste Probefahrt. Alles Gute, bleibt gut gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan Lufschütz und ciao. Übrigens, da ist ein Auto, was wir auch in Kürze filmen werden, nochmal gezeigt, ein Bentley.
was ganz, ganz Tolles, aber dazu in den nächsten Tagen mehr.